Anne Boleyn, Märtyrerin, Intrigantin, Opfer, Ehebrecherin. Für viele war sie die Teufelin, die Heinrich VIII. Verzauberte und England vom alten Glauben abbrachte. Ihre Schwester Mary taucht in der Geschichte kaum auf, wenn doch, dann im Schatten, als Gegenbild zu Anne. Zwei Schwestern, nicht innig, nicht verfeindet, doch gefangen am Hof eines Mannes, der alles haben konnte. Dies ist eine Geschichte über Ehrgeiz und Macht, über Begierde und Besessenheit, über einen König und zwei Schwestern, die den Preis dafür zahlten. Anne und Mary Boleyn wurden wahrscheinlich um 1500 geboren. Die genauen Jahre sind umstritten und auch der genaue Geburtsort ist nicht hundertprozentig belegt. Doch der Ort, der ihre Kindheit prägt, ist Hever Castle in Kent. Dort wachsen die Schwestern ab 1505 auf. Der Vater Thomas Boleyn, ein Hofmann, ein Diplomat, ein Mann, der Karriere macht. Die Mutter Elizabeth Howard. Sie bringt das Gewicht einer der mächtigsten Familien Englands mit. Und etwas ist entscheidend. Die Boleyn-Töchter bekommen mehr Bildung als viele Mädchen ihrer Zeit. Nicht nur gute Manieren, sondern echte Vorbereitung auf Hof und Macht. Um 1513 wird Anne Boleyn ins Ausland geschickt, an den Hof der Margarete von Österreich nach Mechelen in den habsburgischen Niederlanden. Dieser Hof gilt als einer der kultiviertesten Europas, als Schule für junge Adlige, für Sprachen, Musik, Auftreten und Bildung. Während Anne diese Ausbildung erhält, bleibt ihre Schwester Mary in England zurück. Mary wäre vermutlich ebenso gern an einem der großen Höfe Europas aufgewachsen. Doch sie erhält diese Chance nicht. Mary gilt als die häuslichere von beiden, weniger auffällig, weniger frühreif und wohl auch weniger vorbereitet auf die Intrigen des Hoflebens. Anne hingegen zeigt früh, dass sie sich in dieser Welt bewegt, dass sie beobachtet, lernt und die Machtspiele nicht scheut, sondern versteht. Es wäre nachvollziehbar gewesen, wenn Mary Groll empfunden hätte gegenüber der jüngeren Schwester, die gefördert wird, während sie selbst im Hintergrund bleibt. Doch die Schwestern waren zueinander weder feindselig noch liebevoll. (1514) gehen Anne Boleyn und ihre Schwester Mary gemeinsam nach Frankreich. Sie reisen im Gefolge der englischen Prinzessin Mary Tudor, die den französischen König Ludwig XII. Heiratet. Nach dem frühen Tod des Königs endet der englische Hofstaat. Mary kehrt spätestens 1515 nach England zurück. Anne bleibt in Frankreich. Sie tritt in den Dienst der neuen Königin. Und sie bleibt viele Jahre. Hier formt sich das, was später an Anne so prägend ist. Die französische Eleganz, der sichere Auftritt, der scharfe Blick für Macht und ein feines Gespür für Hofintrigen. Anne beobachtet genau. Sie sieht, wie Frauen Einfluss nehmen können. Sie erlebt den Hof als Bühne und sie lernt, sich auf ihm zu bewegen. Marys Weg verläuft anders. Während Anne in den inneren Kreis des Hofes vordringt, bleibt Mary am Rand. Anne versteht die Regeln dieses Systems. Mary fühlt sich in ihnen weniger sicher. Während Anne Boleyn in Frankreich bleibt, kehrt ihre Schwester Mary nach England zurück. Sie tritt in den Dienst von Katharina von Aragon als Hofdame der Königin. Damit ist Mary ständig präsent, in Sichtweite des Königs und abhängig vom höfischen Alltag. Hier begegnet sie Heinrich VIII. Irgendwann um 1519 wird Mary seine Geliebte.
1522 verschlechtern sich die Beziehungen zwischen England und Frankreich. Anne wird nach England zurückgerufen, an den Hof der Tudors, und wieder überstrahlt sie ihre ältere Schwester. Zu diesem Zeitpunkt ist Mary noch die Geliebte des Königs, doch am Hof wird sie kaum beachtet. Anne ist anders. Sie fällt auf. Durch ihre Jahre in Frankreich, durch ihre Bildung, durch ihre Haltung, durch ihre Sicherheit im Auftreten. Sie bringt etwas mit, das es am englischen Hof kaum gibt: französische Eleganz und geistige Schärfe. Wann Heinrich seine Beziehung zu Mary beendet, ist nicht genau bekannt. Sicher ist nur, spätestens 1526 ist die Affäre vorbei, denn der König hat eine neue Liebe gefunden. Er wirbt offen um Anne mit Geschenken, mit Besuchen, mit leidenschaftlichen Liebesbriefen. Der König ist nicht nur interessiert, er ist besessen. Er will Anne zu seiner Mätresse machen, so wie zuvor ihre Schwester. Doch Anne weigert sich. Sie hält den König auf Abstand, bewusst, konsequent. Sie zieht sich auf den Familiensitz zurück, nach Hever Castle. Dort bleibt sie über längere Zeit. Anne hat gesehen, was aus Mary wurde. Nähe ohne Absicherung, Bedeutung ohne Schutz. Anne lässt ihr Herz nicht über den Verstand herrschen. Sie handelt überlegt. Während der König um Anne Boleyn wirbt, verschärft sich seine private Krise. Seine Ehe mit Katharina von Aragon besteht seit 20 Jahren. Sie war lange stabil und sie war glücklich. Doch sie hat nur ein überlebendes Kind hervorgebracht: Maria Tudor, eine Tochter. Der Wunsch nach einem Sohn lässt Heinrich nicht mehr los. Er braucht einen männlichen Erben für die Dynastie, für die Zukunft seines Hauses. Und er beginnt, seine Kinderlosigkeit religiös zu deuten. Katharina war vor Heinrich mit seinem Bruder Arthur Tudor verheiratet gewesen. Sie beteuert bis zuletzt, dass diese Ehe nie vollzogen wurde. Heinrich glaubt ihr nicht. Für ihn steht fest, war die Ehe Katharinas mit Heinrichs verstorbenem Bruder Arthur vollzogen, hätte er Katharina nie heiraten dürfen. Dann wäre seine eigene Ehe von Anfang an sündhaft und ungültig gewesen. Gott selbst, so glaubt er, verweigert ihm deshalb den Sohn. Das hätte Folgen, nicht nur für Katharina, sondern auch für ihre Tochter Maria. Sie wäre aus der Thronfolge ausgeschlossen. Heinrich wendet sich an den Papst, er fordert die Annullierung seiner Ehe, doch Rom zögert. Der Papst Clemens VII. Steht unter massivem politischen Druck. Katharina ist die Tante des mächtigsten Herrschers Europas, Karl V. Ein Jahr aus Rom würde einen politischen Konflikt auslösen. Jahre vergehen, ohne Entscheidung, ohne Lösung. Und hier zieht Heinrich eine Grenze. Statt nachzugeben, entscheidet er sich gegen Rom. Er erklärt sich selbst zum Oberhaupt der Kirche in England. Die Ehe mit Katharina wird für ungültig erklärt. Sie verliert den Titel der Königin, ihre Tochter den Platz in der Thronfolge. Und Anne rückt an die Stelle, die Katharina jahrzehntelang innehatte. Eines ist sicher: Hätte Katharina einen lebenden Sohn geboren, wäre nichts von all dem geschehen. Doch Heinrich lässt nicht von Anne ab. Er ist entschlossen, sie zu bekommen. (1531) weist der König seine Ehefrau Katharina von Aragon endgültig vom Hof. Er wird sie nie wiedersehen. 2 Jahre später heiraten Heinrich und Anne Boleyn heimlich, ohne Öffentlichkeit, mit nur wenigen Zeugen. Das genaue Datum ist nicht gesichert. Wahrscheinlich ist es der 25. Januar 1533. Zu diesem Zeitpunkt ist er formal noch verheiratet. Die Hochzeit ist hastig und sie hat einen Grund. Anne ist bereits schwanger. Heinrich hat seine ehemalige Gemahlin Katharina von Aragon verstoßen. Er hat mit der römisch-katholischen Kirche gebrochen. Er hat große Teile des Landes gegen sich aufgebracht. Alles für Anne, alles für einen Sohn, den sie ihm schenken soll.
Es ist ihr größter Triumph. Die Familie Boleyn steigt zur einflussreichsten des Reiches auf. Der Hof gehört ihnen. Selbst Mary, noch zurückgezogen auf Hever Castle, profitiert vom Aufstieg der Schwester. Der Sieg scheint vollkommen. 1533 enden die Jahre des Wartens. Das Parlament beschließt Gesetze, die der katholischen Kirche in England ihre Autorität entziehen. Der wichtigste Mann hinter den Kulissen ist Thomas Cromwell. Er setzt die Annullierung von Heinrichs erster Ehe durch. Nun ist der Weg frei. Im Juni 1533 wird die hochschwangere Anne Boleyn zur Königin von England gekrönt. Die Krönung ist überwältigend, prunkvoller als alles, was England bis dahin gesehen hat. Heinrich scheut keine Kosten. Es gibt Umzüge, Feste, Spiele, ein prächtiger Zug von Booten auf der Themse. 4 Tage lang feiert die Hauptstadt. Tausende strömen zusammen. Anne wird in einer Sänfte durch die Straßen getragen. Schauspiele werden aufgeführt, Bankette gegeben. 4 Tage. Nur für sie. Für Anne muss es sich anfühlen, als stünde sie an der Spitze der Welt. Und doch ist dieser Triumph trügerisch, denn das Volk liebt sie nicht. Viele verachten Anne. Sie sehen in ihr die Frau, die die rechtmäßige Königin verdrängt hat. Katharina von Aragon war beim Volk beliebt. Anne Boleyn ist es nicht. Nach Annes Krönung kehrt ihre verwitwete Schwester Mary an den Hof zurück. Sie wird Hofdame der neuen Königin. Doch erneut ist ihre Zeit am Hof eine bittere. Mary spürt die Ablehnung, die Anne entgegenschlägt. Später schreibt sie, man habe sie kaum beachtet. Sie trägt die Unbeliebtheit ihrer Schwester mit. Im September 1533 bringt Anne Boleyn ein Kind zur Welt. Es ist gesund, es ist stark. Doch es ist ein Mädchen. Elisabeth I. Die Ehe wird schwieriger. Die Erwartungen waren zu hoch. Heinrich macht Anne verantwortlich. Anne leidet unter dem Rollenwechsel, von der begehrten Frau zur kontrollierten Königin. Sie mischt sich ein, sie widerspricht, sie duldet seine Affäre nicht. In dieser Phase erscheint Mary erneut am Hof. Sie ist schwanger und verheiratet. Im Geheimen hat sie William Stafford geheiratet, einen Mann ohne Titel, ohne Vermögen, aus Liebe und ohne die Erlaubnis des Königs. Für die Boleyns ist das ein Skandal. Gerade jetzt, während Anne um einen Sohn ringt, steht ihre Schwester schwanger und verheiratet vor ihr. Anne reagiert hart. Mary wird vom Hof verbannt. Ohne Unterstützung, ohne Schutz. Die Schwestern sehen sich nie wieder. Verzweifelt wendet sich Mary an Thomas Cromwell. Sie bittet um Gnade, um Hilfe. Doch ihre Bitte verhallt. Es war Thomas Cromwell, der Annes Sturz vorbereitete. Heinrichs Geduld ist erschöpft. Anne hat ihm keinen Sohn geboren. Sein Blick hat sich längst abgewandt. Er ruht nun auf einer anderen Frau, Jane Seymour, still, fügsam, das Gegenteil von Anne. Eine neue Beziehung entsteht und Anne steht im Weg. Eine Annullierung kommt diesmal nicht mehr in Frage. Cromwell weiß das, also wählt er einen anderen Weg. Anne wird beschuldigt, mehrere Männer zu lieben. 5 sollen es sein. Einer davon ihr Bruder George. Inzest, Hochverrat, Verbrechen, für die es keine Gnade gibt. Am 2. Mai 1536 wird Anne verhaftet. Sie wird in den Tower gebracht. 5 Männer folgen ihr, darunter ihr Bruder. Von Anfang an ist klar, dies wird kein fairer Prozess.
Anne ist verzweifelt. Zeitgenossen berichten von wirren Gedanken, von Angst, vom Zusammenbruch. Die Prozesse beginnen am 12. Mai. Die Angeklagten werden schuldig gesprochen. Das Urteil steht fest. 3 Tage später steht Anne selbst vor Gericht. Keiner der hochrangigen Männer gesteht. Nur ein Musiker bekennt sich schuldig. Der einzige, der überhaupt hätte gefoltert werden dürfen. Beweise gibt es keine. Heinrich gewährt ihr eine letzte Gnade, kein Beil, ein Schwert aus Frankreich. Anne kniet, ordnet ihr Kleid, betet. Ein einziger Schlag. 3 Jahre nach ihrer Krönung ist sie tot. Nach der Hinrichtung wird Anne in der Kapelle des Towers beigesetzt. Ohne Grabstein, ohne Ehre. 11 Tage nach Annes Tod heiratet Heinrich Jane Seymour. Sie schenkt ihm endlich den ersehnten Sohn. Edward VI. Wird im Oktober 1537 geboren. Jane selbst überlebt die Geburt nicht. Sie stirbt wenige Tage später, vermutlich am Kindbettfieber. Der Sohn wächst heran, schwach, krank. 1547 stirbt Heinrich VIII. Edward ist erst 9 Jahre alt, als er König wird. Doch auch diese letzte Hoffnung hält nicht lang. 6 Jahre später stirbt er, mit nur 15 Jahren. Der Sohn, für den Heinrich alles geopfert hatte, rettet die Dynastie nicht. Mary Boleyn zieht sich aus allem zurück. Sie lebt fern vom Hof, fern vom Urteil der Öffentlichkeit. Nach dem Tod ihres Vaters erbt sie den Besitz und lebt wohlhabend. Mary stirbt am 19. Juli 1543. Ihr Grab ist unbekannt, ihr späteres Leben fast unsichtbar. Und doch wirkt sie weiter. Marys Kinder heiraten klug in den englischen Hochadel über Generationen hinweg. Aus dieser Linie stammt Elizabeth Bowes-Lyon, die spätere Queen Mum, die Frau an der Seite von Georg VI., die Mutter von Elisabeth II. So gelangt das Erbe der Boleyns zurück an den Hof, still, ohne Skandal, bis auf den Thron. Auch Anne wirkt weiter, ihre Tochter Elisabeth wird rehabilitiert. Sie wird Königin und eine der bedeutendsten Herrscherinnen Englands. 2 Schwestern, 2 Wege und ein Vermächtnis, das die Geschichte überdauert.